Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, heute gehen wir mal die Bullen hier durch. Die heißen in Second Life Borsk. Und im Hintergrund ist mein Schatz im TS, der ist momentan auf der Rennstrecke, weil heute ist Samstag, heute ist wieder nachher Rennen. Also wenn ihr euch dafür Fragen oder so habt, ähm, er antwortet auch dazu gerne. Ja, ich züchte selber und ich füttere selber und ich trainiere selber. Richtig. Man kann natürlich die Borsk nicht reiten und nicht trainieren. Er meint seine Raptoren. Ne? So. Ähm, die Zeit ist, denke ich mal, die läuft dann ab. Die ist dann von 90, von 100% geht die natürlich runter. Und wenn man dann weiß, aha, so 1, 2 Tage oder so 3 Tage, dann sterben die auch, die Borsk. Ne? Und aus dem Tier, was dann stirbt, bekommt man dann Fleisch, was man Fleisch und Fell. Das Fleisch kann man dann, ich gehe mal hin, hier in die Fleischerei, da muss man sich so ein Fleischermesser holen, kann man zu Wurst und wie im richtigen Metzgerleben auch an Wurst und Fleisch verarbeiten. Also das heißt, wenn einer von euch von G&S dran Spaß hat und möchte Fleischer werden, also der muss in der Hinsicht dann in meinen Augen alle Tiere, die es so zum Weiterzüchten und zum Schlachten in der Hinsicht gibt, haben. So, dann kann man natürlich die Tiere auch melken. Ne? Ich bin hier in unserer Küche. Das ist dann aus der Milch, ne, kann man dann Butter machen oder man kann auch Käse machen und logischerweise auch gleich zum Kochen nehmen. Es gibt aber auch was Neues. Das ist wieder was ich gar nicht vorher gekannt habe. Das ist aber auch neu. Das ist hier dieses Milchbutterfass. Ne, wie man früher in den Bauernhofen ich komme ja vom Land, ne? Ich kenne das von früher noch, das ist natürlich früher oder generell sind die ja viel größer, ne? Aber da drinne kann man dann die Butter und die Milch äh, lagern erstmal, bis man dann gewisse 1, 2 Tage, ab dem dritten Tag darf man sie, glaube ich, nicht mehr, weil dann ist sie nämlich weg, dann ist sie vergoren oder wie man da auch immer sagt. Und früher gab es sie vor 3, 4 Jahren, wo ich angefangen habe mit G&S, da gab es diese Bullen ja noch gar nicht. Die sind erst neu. Ich müsste lügen, letztes Jahr oder vor 2 Jahren oder so gibt es die. Ganz genau auswendig, wie lange es sie gibt, weiß ich ehrlich nicht. So, früher war das so, wenn man sich bei dem Weibchen, ne, jeder von Traum von einem Mann, äh, äh, bei dem Weibchen dran gestellt hat und hat auf das Tier geklickt, dann war das Milch oben und dann kriegte man so einen Milchbehälter. Ne? Und im Inventar und konnte ihn halt weiterverarbeiten. Heutzutage muss man in der Schreinerei so einen Milcheimer machen, den kann man dann in einer gewissen Zeit auch reparieren. Das komme ich dann zu dem Thema, wenn ich die Schreinerei ein bisschen studiert habe. Dann klickt man hier auf Milch und dann zieht sich das hier unten automatisch rein. Und dann kann man die Milch, wie gesagt, natürlicherweise weiterverarbeiten. Ja, und die brauchen natürlich auch Futter, ne? Die benötigen Wasser und Getreide. Und das Getreide muss man jetzt nicht selber anbauen, wenn man das nicht möchte. Und man hat Spaß an den Bullen, die zu züchten und zu machen und zu tun. Dann kann man sich sie natürlich auf den verschiedenen G&S-Märkten für kleine Linden ähm, auch kaufen, die, ähm, das Getreide. Ne? Und dann das Getreide hier unten hinziehen und dann zieht sich das automatisch wie beim Wasser da auch mit
rein. Das ist so ein Abstandhalter, das hat mein Schatz gebaut, weil auf jeder Ecke passen, auf jeder Seite passen 4 Tiere. Ne? Und er will das irgendwann, denke ich mal, so haben, dass hier nur noch ein Bulle steht und ja, dann viele Weiber. Ja, das war eigentlich das. Ach so, ich habe eins vergessen. Und ihr könnt natürlich auch die verpacken, wenn ihr jetzt kein Fleisch und nichts machen wollt oder so, dann könnt ihr sie verpacken in diesen, wo habe ich ihn stehen? Das ist für Fisch. Hier in diesem Packtisch. Ihr braucht dazu aber Salz. Ne? Um Salz Ding herzubekommen, kostet auf der Hauptzim, wie wir immer sagen, kostet immer 300 Linden. Das gibt's natürlich nicht immer wieder neu. Das müsst ihr leider immer wieder dazu kaufen. Ne? Und abhacken, ne? Und dann braucht ihr nicht, aber die gibt es auch auf Märkte, wie gesagt, auf G&S-Märkte zu kaufen. Aber man kann sich's auch selber herstellen. Das sind diese gewisse Körbe hier, ne? Und die Körbe muss man dann Zuckerrohr haben, um damit man sie dann herstellen kann. Zuckerrohr kann ich euch auch tue ich euch dann im nächsten Video erklären, weil das ist ein bisschen anspruchsvoller, sage ich jetzt mal, was man dazu für braucht. Ja, und das Salz muss man dann auch so in Körbe verpacken und dann könnte man jetzt herkommen und wenn ihr dann wollt und müsst es nicht tun, könntet ihr sie dann so in einem Bremen verpacken, das Endprodukt, wenn es gekocht ist oder die Milch und macht sie in ein 10er-Ding zusammen oder ein 20er, packt es ins Inventar und irgendwann, wenn der, was weiß ich, genügend habt oder so, ähm, könnt ihr es dann für kleine Linden auf dem G&S-Markt euch selber in Stand holen und verkaufen. Ja, und hier haben wir dann, da drüben sind die Erwachsenen und hier sind dann die Babys, die nach einer gewissen Zeit dann adult sind. Wie lange brauchen sie, Schatz? Eine Woche, ne? Was die Raptoren? Nein, die Bullen, bis sie groß sind. Ich glaube 4 Tage, 4, 5 Tage. Ja, also fast eine Woche. Ne? Und wie ihr seht, wir haben hier schon ein bisschen ähm, Getreide geholt, damit wir immer genügend da haben. Ja, habe ich sogar noch Geschenke gekriegt. Stimmt, die haben wir noch Geschenke gekriegt. Stimmt. Also das Getreide. Ne? Jo, das Getreide hat man mir so ein bisschen zugesteckt, netterweise. Danke nochmal dafür. Ja, also das hilft eine Menge, weil wir müssen erstmal die Produktion erstmal in Gang kriegen bei uns. Richtig. So, wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, ne, ich werde über jedes einzelne Detail oder wir beide auf meinem Kanal, wenn mein Schatz natürlich wieder mal da ist, ne, zusammen hier stehen. Ansonsten werdet ihr nur im Hintergrund ihn hören. Wir werden darüber jetzt über jedes einzelne Details werden wir ein Video machen. Also das heißt, ein Mehrteiler wird das ganze Reihe von und G&S Sachen beinhalten. Ne? Also, ich wünsche euch was. Ne? Bleibt gesund und so weiter und so fort. Schön angucken, weitersagen, wie auch immer, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ne? Gibt ja auch Leute, denen es nicht gefällt, ist selbstverständlich. Ne? Also, bis dahin, eure Sandy und Severino. tschüssi.